Hallo ihr Lieben, da bin ich. Heute gibt es für mich das Thema Spastik. Spastik begleitet mich ja schon mein ganzes Leben lang. Mal mehr oder mal weniger. Ich möchte euch gerne von meiner Kindheit erzählen, als die Spastik richtig heftig war. Wie gesagt, ich bin damit geboren worden, aber es wurde erst später erkannt, was ich eigentlich habe. Und dann wurde uns geraten, in Dresden die in Therapien wahrzunehmen. In Görlitz, wo ich herkomme, gab es nur Massagen und Physiotherapie, mehr nicht. Also fuhren wir nach Dresden erstmal im Zug mit Oma und Mutti. Später, als ich größer und die Spastik damit stärker war, zogen wir nach Dresden. Die erste Zeit, während ich in den Therapien war, ging es gut. Nur als ich dann mit meinen Eltern zusammen auf die Straße gehen wollte, also sie schoben mich in einen Kinderwagen, der zwar etwas umgebaut war für Spastiker, aber das sah man nicht. Wenn jemand an uns vorbeilief und mich beobachtete, schoss meine Spastik dermaßen ein, dass ich weder ruhig sitzen konnte, noch dass der Arm ruhig war, der rechte, der damals noch nicht in einer Schlaufe gefangen war. Ja, und das gab immer ein riesengroßes Aufsehen. Das durchzog meine ganze Kindheit und Jugend. Wenn es ganz schlimm war und ich so im Rollstuhl nicht mehr aushielt, weil ich fast nur stand und nicht mehr saß, packte mich Mutti im Sessel. Dort fing es an, etwas angenehmer zu werden und der Muskelkater, den ich durch diese Zuckungen bekommen hatte und diese Muskelanspannung, ging allmählich wieder zurück. Das war echt eine krasse Zeit und eines Tages passierte Folgendes. Ich war ungefähr so 12, 13 Jahre alt. Von jetzt auf gleich wurde ich spastisch. Egal was man mit mir machte, es hörte nicht auf. Ich hatte ja Hausunterricht, da musste irgendwie funktionieren. Mutti machte mit mir Physiotherapieübungen. Ja, sie versuchte es eigentlich nur, denn es ging nicht. Ich war viel zu stark, viel stärker als Mutti, viel zu stark für alles. Ich hatte eine Hantel für meine linke Hand, so wahnsinnig schwer, aber für mich ein immenses Gewicht von 1 Kilo. Selbst das vermag ich nicht, sie vermochte ich nicht nach oben zu bringen. Das ging ein Vierteljahr so, ich konnte weder liegen noch sitzen. Am besten wäre es gewesen, sie hätte mich in die Ecke gestellt, denn dann konnte ich diese ganze Kraft, die ich hatte, in die Beine drücken und somit war oben der Oberkörper ruhiger. Doch das ging halt auch nicht. Und fast genau ein Vierteljahr war es wieder so. Von nun auf jetzt wurde ich ganz wenig spastisch. Wie es zustande kam, niemand weiß es. Aber irgendwie war es sehr angenehm und es blieb auch so. Ja, das wollte ich ja richten und
euch so mit zeigen, was Spaß die Zeit gemacht. Tschüss und bis bald.